Im heutigen Video bin ich für euch in Finnland unterwegs. Wir starten am Hauptbahnhof von Helsinki. Dort schauen wir uns zuerst ein paar Züge an und natürlich wie der Bahnhof aussieht. Dann kommt unsere eigentliche Zugfahrt. Wir nehmen den VR Doppelstock Intercity von Helsinki nach Mikkeli und wir fahren in der höchsten Klasse, der Extra Class. Diese ist besonders ruhig und besonders gemütlich. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bin ich in Helsinki unterwegs. Das ist die Hauptstadt von Finnland. Ist ja fast gleich um die Ecke, ne? Und heute möchte ich mit euch gerne Zug fahren. Und schaut mal, was hinter mir ist. Hier ist schon der Bahnhof. Ich habe ein bisschen den Weg unterschätzt. Ich musste nur 5 Minuten vom Hotel hierher laufen. Und da ist schon eine Tram. Hier in Helsinki ist alles voll mit Straßenbahnen oder auch Tram genannt. Und heute möchte ich mit euch den VR, das ist der Betreiber der Züge, Intercity fahren. Die haben nämlich hier ganz besondere Doppelstockwagen und wir fahren heute in der Extra-Klasse. Aber nicht extra mit X geschrieben wie bei uns, sondern EKSTRA. Und da bin ich gespannt, was uns erwartet. Und jetzt gehen wir mal in den Bahnhof. Es ist grün, wir können gehen. Jetzt müssen wir aber auch nach links und nach rechts gucken, dass nicht irgendwo eine Tram vorbeifährt. Aber sieht gerade gut aus. Da hinten ist die nächste Tram. Und jetzt noch einmal über die Straße. Da seht ihr schon das Eingangstor zum Bahnhof. Das sind ja richtig coole Statuen hier. Die 4 Männer, ich denke mal, dass es Männer sind, halten die Welt in der Hand. Schön, oder? Und hier seht ihr direkt über dem Haupteingang, wie der Bahnhof heißt. Ich kann das nicht aussprechen. Vielleicht kann das ja einer von euch, aber nein, das ist mir zu schwierig vorzulesen. Und hinein in den Bahnhof. Hier seht ihr schon VR. Ziehen. Noch einmal. Jetzt drücken. Ui. Das ist ja eine Kathedrale. Hier rechts kann man Geld wechseln. Das brauchen wir Gott sei Dank nicht, weil wir ja auch in Finnland den Euro haben. Und so sieht es hier aus in der Eingangshalle. Ich bin noch sehr früh dran. Mein Zug fährt erst in einer Stunde und wir fahren heute in den Ort Mikkeli, wenn ich das denn so richtig ausgesprochen habe. Hier ist eine riesige Anzeigetafel. Vielleicht finden wir unseren Zug schon. Ich sehe ihn noch nicht. Ja. Ich muss mal suchen. Da ist der IC 65 nach Oulu. Irgendwo dorthin. Hier in der Vorhalle gibt es ein paar Geschäfte. Also nicht viele Geschäfte dafür, dass wir in der Hauptstadt Finnland sind. Nochmal Türen. Das ist ein Kopfbahnhof. Hier stoppen die Züge. Aber ist ja ganz schön klein. Ich hätte mit einem größeren Bahnhof gerechnet. Ich habe schon unseren Zug gefunden. Das ist der Doppeldecker, mit dem wir fahren. Aber der ist jetzt ein Zug früher, eine Stunde früher. Der fährt nicht dorthin, wo wir hin möchten. Schauen wir doch mal. Hier ist die schöne Lok. Und hier gehen die Doppelstockwagen los. Ach, guckt mal, wo der hinfährt. Der fährt zum Weihnachtsmann. Wie witzig. Na, die sehen schon schön aus. Ach, das ist ein Schlafwagen. Aha. Der ist wohl gerade angekommen. Hier steht noch der andere Zug. Und hier seht ihr Extra Class.
Wir werden nachher oben sitzen und das soll sehr ruhig und sehr gemütlich sein. Ich bin sehr gespannt darauf. Ein Restaurant hat der Zug auch. Aha. Sieht toll aus. Ich glaube, dort oben kann man auch sitzen und sich bedienen lassen. Das wäre der Hit. Wenn ich mich beeile, dann schaffe ich es womöglich, dem Zug beim Ausfahren zuzusehen. Weil der hat jetzt hier schon die Klimaanlage angemacht. Der wird wohl gleich losfahren. Guckt mal, wie lang der Bahnsteig ist. Der hört gar nicht mehr auf. Wie schön ruhig es hier ist. Toll. Jetzt gucken wir noch mal den Bahnhof von diesem Blickwinkel an. Ich bin jetzt echt weit gelaufen. Und wenn ihr das seht, neben dem Doppelstockwagen ist noch ein kleiner Zug. Das ist die zweite Kategorie Intercity aus Finnland. Das sind Pendolino-Züge. Und er fährt los. Bestimmt weiß einer von euch, welcher Lokbautyp das ist. Na, gleich ist er schon zu Ende, obwohl er ganz schön lang ist. Da ist das Ende. Der Steuerwagen. Also Helsinki scheint perfekt zum Züge-Anschauen zu sein. Ja, eine Stunde habe ich noch Zeit. Mal gucken, was ich sonst noch so entdecke, bevor das eigentliche Video losgeht. Wir gehen jetzt zu dem Pendolino, wenn der nicht gleich wegfährt. Da fährt schon der Pendolino los. Übrigens, dieser Pendolino ist gar kein finnischer Zug, das ist ein Italiener. Der basiert nämlich auf den Baureihen ETR 460 und der wird von, haltet euch fest, von Fiat gebaut. Also das ist eigentlich ein italienischer Schnellzug. Unser Zug fährt erst in knapp einer Stunde und er wird jetzt schon angezeigt. Und da seht ihr, Waggon 3 wird wohl ein Bistro haben. Da oben ist er. Intercity 65 nach Oulu. Bestimmt kann ich die Einfahrt des Zuges filmen. Der muss ja auch irgendwie bereitgestellt werden. Hier kommt noch ein kleiner Überblick über unsere heutige Route. Wir starten im Süden von Finnland in der Hauptstadt Helsinki. Helsinki ist übrigens ein Kopfbahnhof, wie ihr seht. Und dann geht es hoch in den Norden, mitten ins Grün, in den kleinen Ort Mikkeli. Da kommt unser Zug. Ganz, ganz langsam fährt er in den Bahnhof. Schön, nicht wahr? Graffiti, wie hässlich. Ist schon ganz schön groß. Na, sehen wir die Extra-Class? Nein, noch nicht. Ich muss wohl ein ganzes Stück nach vorne gehen. Und hier kommt die Lok. Lok mit Sonnenschein. Der ICE wurde anscheinend schon bereitgestellt. Hier ist Waggon 6. Wir müssen zu Waggon 2. Nächster Waggon, andere Anzeigetafel. Ich weiß nicht, ob ihr es hier kennen könnt, aber es ist Waggon Nummer 5. Das ist Waggon 3. Das ist das Restaurant. Ach, ich gehe einfach mal rein. So sieht das Ende des Restaurantwagens aus. Oh, da geht's hoch. Ob das alles zum Restaurantwagen gehört? Wow!
Guckt euch das mal an. Sitze zum Rausgucken. Oh wow. Na, das muss ich noch mal in einem anderen Video machen. Und jetzt kommt Waggon 2. Unser Waggon. Gucken wir uns erstmal unten an. Ist toll, wenn man so früh da ist. Ist alles leer. So. Das ist die normale 2. Klasse. Sieht auch nicht schlecht aus. Machen wir mal einen Sitztest. Ja. Hier lässt es sich aushalten. Der ist bequem. Aber wir wollen ja wissen, wie die Extraklasse aussieht. Und jetzt gehen wir hoch. Hier ist noch Nostalgie. Ein Klinkenanschluss für Radioempfang. Steckdosen gibt es sogar auch in der 2. Klasse. Aber die sind oben. Da muss man ja ein richtig langes Kabel mitnehmen. Und hier ist eine Sonnenblende. Die Tür geht nicht automatisch auf, man muss drücken. Drück! Jetzt gehen wir nach oben. Wir suchen Sitzplatz 75. Oh, hier ist Teppich. Ja, was haben wir hier? Das ist eine Telefonbox. Wie cool. Und hier gibt es Getränke. Die sind mit in meinem Ticketpreis enthalten. Hier ist noch niemand. Ich bin so früh dran, dass ich den kompletten Waggon filmen kann. Hammer! Wir suchen Sitzplatz 75. Ah, hier ist ein Ruhebereich. Da muss ich jetzt filmen und euch was erzählen. Später darf ich das wohl nicht. Aber wo ist denn Sitzplatz 75? 99 habe ich gesehen. Wo sitze ich denn? 78. 71. Oh, hier. 75. Mein Sitzplatz. Noch liegt hier Müll, aber bestimmt wird das auch gleich entsorgt. Wie schön diese Leselampen sind. Jetzt ist gerade das Gebläse angegangen. Wow. Na, dann nehme ich doch mal Platz. Also, jetzt ist er noch nicht ganz so bequem. Hier kann man den Kopf nebenlehnen. Da auch. Aber den kann man doch bestimmt noch verstellen. Weil, aha, da geht's zurück. Oh, jetzt ist genau richtig. Oh, jetzt ist gut. Ja, hier kann man es aushalten. Und hier seht ihr, wie viel Beinfreiheit ich habe. Und hier ist noch dieser Fußhalter, sag ich mal. Den kann man hochklappen. Jetzt habe ich hier richtig viel Platz. Und so sehen die Sitze von der Seite aus. Kann man nicht hochklappen? Ja, das geht. Hier. Ist ein bisschen hart, aber dennoch sehr bequem. Und diese Blenden hier, ne, die sollen angeblich mehr Privatsphäre verschaffen. Oh, da steht es nochmal. Ruhezone. Und wir sind hier im vordersten Teil des Zuges. Okay, jetzt ist er gerade andersrum gefahren. Aber wir fahren in die andere Richtung. Und hier hinten ist noch ein Klo. Jeder Sitz hat kleine Müllbeutel und eine Steckdose. Das ist sehr praktisch. Ah, hier sieht man es nochmal. Extra. Man hat hier an alles gedacht. Hier gibt es sogar einen Fluchtplan. Sowas habe ich bisher noch gar nicht in dem Zug gesehen. Sehr gut. Hier oben ist noch ein kleiner Monitor. Hier muss irgendwo eine Sonnenblende sein. Aber wie geht's hier runter? Gar nicht. Ah, da. Da kommt die Sonnenblende. Also WLAN scheint es ja auch zu geben. Klicken wir mal drauf. Sogar WLAN 6. Da steht Start. Das muss richtig sein. Das WLAN funktioniert, aber ich weiß nicht,
ob es auch ein Zugportal gibt, wo wir die Reise verfolgen können. Das finden wir bestimmt später heraus. Die Kaffeebar ist fertig. Hier gibt es frischen Kaffee und ganz viel Wasser. Und was gibt es hier noch? Butter? Nee. Ach, das ist Milch. Da ist Hafermilch, noch Zucker. Ja, gönnen wir uns doch mal ein. Kochend heiß. Und Wasser brauchen wir auch. Unsere Fahrt geht los. Ausfahrt aus Helsinki. Angeblich sollen die Züge sogar 200 km/h fahren. Das perfekte Wetter, um Zug zu fahren. Sonne und blauer Himmel. Der ist schon echt lang, der Bahnsteig. Also ein WLAN-Zugportal habe ich immer noch nicht gefunden, aber dafür habe ich eine WLAN-Karte gefunden. Hier seht ihr auf unserer Route nach dort oben, dass wir eigentlich nur schlechtes Internet haben werden. Das testen wir mal. Auf der offiziellen VR-Webseite kann man die Züge verfolgen. Da ist unser Intercity 65 und jetzt sehen wir, wie schnell wir sind. Also können wir wirklich die Geschwindigkeit prüfen. Das ist gut. Ach, wenn man das Menü ausklappt, dann kommen noch viel mehr Informationen. Hier, da ist es doch. Wir wollen nach Mikkeli. Da wollen wir hin. Und so kommen wir wieder zur Karte. Mit ein bisschen Suchen findet man es. Cool gemacht, aber schwer zu finden. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich so leise rede. Das ist ein Ruhewagen. Also man soll hier ganz, ganz leise sein, damit jeder seine Fahrt auf seine individuelle Art genießen kann. Da ist nochmal der Aufkleber. Handy lautlos und den Mund halten. Das fällt mir allerdings sehr schwer, den Mund zu halten. Der frisch gekochte Kaffee schmeckt übrigens sehr gut. Mittlerweile ist er abgekühlt und für mich trinkbar. Power hat er jetzt nicht, aber er ist geschmacklich sehr gut. Ich trinke den Kaffee übrigens komplett schwarz, damit er auch nach Kaffee schmeckt und nicht nach irgendwelchen Milchzusätzen oder Zucker. Wie schön das hier ist. Jeder Bahnsteig ist komplett sauber. Wir sind jetzt am letzten Halt aus dem Großraum von Helsinki und vielleicht bekommen wir ja jetzt ein bisschen Geschwindigkeit auf. Also 160 sollte der ja nun wirklich schaffen. Angeblich fahren die aber 200. Ob wir das erleben werden? Gerade war die Ticketkontrolle und das Verrückte ist, hier hat keiner ein Papierticket. Alle Leute haben nur digitale Tickets, die einmal abgescannt werden. Und so sieht ein Ticket hier aus. Das ist mein Ticket. Und wir fahren nach Mikkeli. Und hier, Extra Class. Yeah. So sieht es hier aus, wenn man außerhalb der Großstädte ist. Viele, viele Bäume, ganz viel Grün. Naja, jetzt Herbstorange. Sehr schön. Aber noch sind wir sehr langsam. Gerade wieder nur 77 km/h. Aber der Ausblick aus diesem Doppeldecker ist natürlich super. Es ist tatsächlich so leise hier, dass die Klimaanlage das lauteste ist. Gerade kam die Info, dass man über die VR-App
Essen bestellen kann. Ich habe die VR-App aber leider nicht. Naja, ich fahre ja auch jetzt nur noch 1,5 Stunden und da brauche ich nichts zu essen. Aber mein Mittagessen habe ich dabei, das kommt gleich. Jetzt sind wir doch recht flott unterwegs. Wir fahren jetzt tatsächlich 180 km/h. Und so sehen 180 km/h aus diesem Zug aus. Sehr angenehm. Mittlerweile ist es schon 12:30 Uhr und es ist Zeit für ein kleines Mittagessen. Ich habe das Mittagessen aus dem Flugzeug mitbekommen. Da einmal Hände waschen, Cashewkerne, gebrannte Mandeln und eine Schokoladenpraline und Lufthansa-Servietten. Das muss heute an Essen zum Mittag reichen. Ich bewege mich ja kaum. Aber wisst ihr, was an diesem Waggon hier ganz besonders ist in der Extraklasse? Er hat nur eine Treppe. Heißt, ihr kommt entweder nur rauf oder runter. Und es laufen hier keine Leute durch die Gegend, die ihren Sitzplatz nicht finden. Super ruhig, besser geht's nicht. Mein kleiner Snack ist nun aufgegessen und jetzt müssen wir aufräumen. Da ist der Müllbeutel. Jeder Sitzplatz hat abreißbare Müllbeutel. Sowas habe ich bisher auch noch nicht gesehen. So, schön aufräumen. Tada, alles sauber. Wir wollten ja noch den WLAN-Speedtest machen. Jetzt sind wir so weit mitten im Nichts. Das sollte jetzt gut passen. Oh, dafür, dass wir mitten im Nichts sind, haben wir dennoch 4 Megabit. Ja, 3. Reicht, um Nachrichten zu schreiben. Okay, 2,8. Aber der Upload ist gigantisch. Wie kann denn das sein? Wir sind jetzt in Kouvola und hier haben wir ganze 19 Minuten Aufenthalt. Und so sieht es hier aus. Da steht es nochmal. Kouvola. Das U spricht man nicht mit. Oh, hier gibt es nicht so viel zu sehen. Schade. Nee. Nichts zu sehen. Naja. Aber hier seht ihr nochmal unseren Extra-Class-Waggon. Der hat zwar 2 Türen, aber die Tür dort rechts, die kann man nicht nutzen, um zu uns hochzukommen. Wir haben nämlich unsere Treppe dort links bei der anderen Tür. Schauen wir uns doch nochmal den Steuerwagen an. Da kommt er. Mit ganz viel Sonne. Schön ist er. Das ist ein toller Zug. Und so sieht es hier aus, wenn wir am Zug vorbeischauen. Kann man das erkennen? Da hinten sind ganz viele alte Bahnen. Die werden hier wohl instand gesetzt. Ach, da sind noch mehr. Also die frische Luft tut echt gut. Es ist zwar keine schlechte Luft im Zug, aber es ist sehr, sehr warm. Hier draußen ist es eigentlich sehr kalt, aber naja, ein bisschen Abkühlung ist nicht so schlimm. Ich weiß leider nicht, wie warm es hier gerade ist. Das zeigen sie nicht, obwohl ich hier gerade eine Anzeigetafel sehe. Unser Zug fährt nach Oulu und wir sehen leider keine Informationen, wie warm oder wie kalt es ist. Ist schon echt groß, der Zug. Ein sehr toller Zug. Macht mir sehr viel Spaß, hier zu sitzen. Ich zeige euch nochmal unsere Extra-Class-Treppe. Hinein, links, da steht Extra. Und da steht auch nochmal Extra. Und da immer noch ruhig sein. Und hier geht's hoch. Da ist die Extra-Class. Man hat die Gepäckablage übrigens sehr schlau hier gelöst. Am hinteren Ende des Extraklasse-Waggons legt man das Gepäck hin. Und hier kommt niemand hin, weil es hier keine Treppe gibt. Wir sind ja gerade aus
Kouvola losgefahren und jetzt hat der Zug seine Richtung gedreht. Das heißt, ich fahre jetzt rückwärts. Aber schaut mal, wir sind jetzt hier in der wunderschönsten Natur überhaupt. Hinter dieser Häuserreihe befindet sich ein riesiger See. Vielleicht sehen wir den nochmal. Hier ist wirklich fast unberührte Natur, obwohl man auch mal kurz noch eine Straße sieht. Aber hier haben wir jetzt wieder Tannenwälder. Diese Fahrt kann man einfach nur genießen. Vielleicht macht ihr die auch mal nach. Ist eine sehr schöne Strecke. Vor allen Dingen ist das Zugticket hier in der Extra-Class sehr günstig. Ich habe gerade mal 27 € bezahlt. Das kann man mal machen, oder? Und da kommt schon der nächste wunderschöne See. Das geht jetzt endlos so weiter hier. Hier ist alles platt und alles voll mit Seen. Ah, kommen wir noch direkt ran. Ja, sehr schön. Oh, und weg ist er. Ach, hier ist schon der nächste. Hammer. Das ist mal klares Wasser. Bestimmt eiskalt, aber da reinzuspringen wäre toll. Ich habe mir gerade mal den Restaurantwagen angeguckt. Der hat schon eine ordentliche Auswahl. Allerdings sollte man hier kein Bier kaufen. Ein 0,5 Bier kostet unfassbare 8,50 €. Ein kleines Sandwich kostet auch 8 €. Und eine Portion Hackbällchen kostet 13 € oder 15 €. Das sind schon sehr heftige Preise. Naja, mein Mittagessen habt ihr gesehen, gab nicht so viel zum Mittag. Aber das hat gereicht. Die Nüsse haben sehr satt gemacht. Und hinaus. Angekommen in Mikkeli. Und die Sonne steht da immer noch. So, tschüss, lieber Zug. Das war eine tolle Fahrt. Oh, Mikkeli begrüßt uns mit Hochhäusern. Das ist jetzt nicht ganz so schön. Ja, liebe Leute, das war meine Erfahrung mit dem VR-Doppelstockwagen in der Extraklasse. Ich bin gut in Mikkeli angekommen, wie ihr seht. Ja, vielleicht macht ihr die Zugfahrt nochmal nach. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.